Hallo Leute und willkommen zu Hatoful Boyfriend, wie ich es gerne ausspreche. Ja, es ist eins der Spiele, die ich im Steam Summer Sale geholt habe. Da ist jetzt übrigens noch etwas hinzugekommen. Und zwar habe ich mir gestern Abend noch bei den neuen Sachen, wo wieder zwei nette dabei waren, diese beiden auch geholt. Und zwar besitze ich jetzt noch Battleblock Theater und Rayman Legends. Das vorab, deshalb wird das Video jetzt höchstwahrscheinlich aktuell kommen. Ja, ich denke eventuell, ich würde sagen, dass das hier ein Ein-Wochen-Projekt ist, was aber etwas länger geht. Ich schaue mal, ob ich lange aufnehmen kann. Immer mal wieder gucken, also es kann auch sein, dass ich nicht so lange aufnehmen kann, aber so eine halbe Stunde würde ich das schon gerne machen. Ich kann mir vorstellen, dass das Projekt, etwas länger dauern könnte, aber auch lange aufgenommen werden kann. Wie ihr hier seht ihr erstmal ein paar Vögel unterschiedlichster Rassen. Und ja, das Spiel ist halt, wie gesagt, auf Steam. Und da es jetzt runtergesetzt war auf 1 Euro oder sonst was, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, von 7 Euro konnte ich es mir dann auch holen, da war es für mich preiswert genug, dass ich sage, okay, jetzt muss ich dieses verdammt geile Spiel einfach haben. Denn ja, ich mag das Spiel wirklich, auch wenn es ein Visual Novel ist, also quasi, dass man halt, wir werden zum Großteil hier lesen, das heißt, ihr werdet euch zurücklehnen können. Vorab muss ich euch warnen, ich werde nicht auf Deutsch übersetzen, vielleicht ab und zu mal Randbemerkungen machen. Denn es ist ganz schön viel Text und es würde einfach aufhalten, wenn ich das Ganze auf Deutsch übersetze. Das heißt, wenn ihr das Projekt verfolgen wollt, dann solltet ihr die nötigen Englischkenntnisse mitnehmen. Und ja, wie ihr seht, get a bad ending, the Hawks party killed you. Ich habe ein Save State mittendrin und egal wie ich es mache, von dem aus gesehen weiterzukommen, schaffe ich es immer, dass ich getötet werde. Und deshalb muss ich sowieso von vorne anfangen. Und diesmal dachte ich mir, ja. Und ich habe Ending Nummer 12 anscheinend. Und es gibt 14. Und wenn man 14 hat, kann man noch ein 15. bekommen. Also wir werden halt lesen und können uns ab und zu an einigen Stellen entscheiden. Und unsere Entscheidungen beeinflussen halt, wie sich das Ganze fortsetzen wird. Und ja, das ist ganz witzig. Das Spiel war eben zu laut, als ich aufgenommen habe. Ich habe auch nur so circa 20 Sekunden aufgenommen. Und ich hoffe, jetzt geht's eigentlich, obwohl gerade gar kein Ton ist. Naja, mal sehen. Wir gehen auf New Game, obwohl Load, würdet ihr sehen, ist hier noch der eine, keine Ahnung, warum hier ein Fragezeichen ist. Naja. Gallery, habe ich da irgendwas? Ah ja, ich habe eins. Ah, okay, das wollen wir nicht sehen. Ah, ich habe anscheinend 2 Seiten. Achso, und das ist dann das 12. Ending. Okay. Gut, dann starten wir von vorne. Sand Pigeonations Institute. Welcome to Sand Pigeonations. Please enter your name. Da geben die einem immer Beispiele an. Ich werde ein bekanntes nehmen. Scheiße, wie reden die mich denn eigentlich an? Ich glaube, das letzte Mal haben sie mich Irby angesprochen. Ihr kennt ja meinen Irby-Log, was von hinten nach vorne Kolibri heißt. Damals ist es entstanden und Irby-Log klingt halt immer noch cool. Da ich in Online-Spielen oder generell Videospielen, wo ich meinen Namen eingeben muss, nicht darauf stehe, wenn irgendwie da Zahlen oder Zeichen drin sind. Ich finde, da sollte immer so ein Charaktername, der realistisch ist, vorkommen. Ist Irby-Log okay? Na klar. Yes. So. Hatoful Boyfriend includes a powerful visualization mode, allowing even the birdiest of birds to appear as normal humans when first introduced. Display Human Portraits. Ich muss sagen, ich möchte die Human Portraits haben, weil dann kann man sich auch nochmal so ein bisschen mehr vorstellen, wie dieser Vogel eigentlich tickt. Und ja, ihr werdet sehen, es ist vielleicht nicht so toll, aber ich mag die Storys wirklich und das Spiel ist genau mein Stil. Okay. Es geht los.
St. Nations, a school blessed with extensive curricula and facilities. Wir haben übrigens den 8.4. gerade. It's already been a year since I ended my ordinary life and walked through these gates. I should probably say this school is known for one thing in particular. The school is the world's greatest gathering place for gifted birds. Also, diese Schule ist für Vögel ausgerichtet. Und vorweg, das wurde zwar gleich erwähnt, ich bin der einzige Mensch an dieser Schule. Und entweder versuche ich, eine Liebe zu finden oder verkuppel andere. Und das ist halt ziemlich cool. Birds who want to study the arts, the sciences, even sports all come to St. Nations. The teaching staff and students' body are both made up of a diverse blend of birds of different backgrounds and species. I'm often asked why I chose to come here, despite not being a bird. Also hier ist es halt erwähnt, dass wir der einzige Mensch sind. It's a long story. Not every day I see you rushing along like this. Ryota. Also ihr seht hier immer in den Namen, wer was spricht. Und das hier ist unser Kumpel. Usually you'd have been ready for an hour by now, Irby. Overslept? Ryota Kawara. Kawara, keine Ahnung. This rock dove is named Kawara Ryota. We've been friends since he was barely hatched. He can be a little mischievous, but he's responsible and kind. Yeah. Breakfast was a little hard to catch today. I can't relax without red meat inside. Seltsam, dass ich das sag. Living as a hunter-gatherer sounds tough. Oder dull? I'll be happy to make you breakfast, you know. I might take up on that offer when starvation looms. Thanks, Ryota, weil Ryota ist natürlich ein Vogel und Menschen essen ja was anderes. Und wenn er mir Essen zubereitet, dann wäre das natürlich nicht unbedingt so gut. Oh, the bell already? Come on, we need to hurry to class. Jeepers, no good being late on the first day. Also wir sind jetzt im nächsten Semester. And so Ryota pulled me along into the school. Today is the start of a new semester. I wonder what lies in store. It was all I could to adjust to the atmosphere last year. Better make up for all the lost fun. Okay. Hatoful boyfriend. The most splendid and greatest academy of the pigeons, by the pigeon and for the pigeon. First term, also erste Lehreinheit. Das wäre jetzt bei uns sowas wie Halbjahr. Und ich weiß gar nicht, Semester sind noch vierteljährig, oder? Ich habe keine Ahnung. I think we're in 2-3. Ryota and I are in the same class again. Old faces, new faces. A strange thrill fills my heart as I look around at the assembled birds. I hope we all get along. Here's to the formation of many happy memories. Oh, the teacher's here. Der ist cool. Kazuaki. Good morning, everybody. Das ist auch so ein richtig geiler Wortwitz hier drin. Statt everybody immer everybirdie oder anybirdie. I'm Nanaki Kazuaki. I seem to be your teacher this year. I specialize in math and physics and also some other things. Sir, wake up! It's homeroom! He sleeps with eyes open? Kazuaki Nanaki. This quail is Nanaki Kazuaki. Also, das ist in Japan ganz seltsam, wie die das immer austauschen mit ihren Namen. Ich weiß es auch noch nicht so ganz. He's famously a soporific math professor. I'd heard the rumors, but I hadn't expected him to fall asleep just like that. Also, er ist halt jedes Mal im Einschlafen. Apparently, he's well known as a mathematician. Just goes to show great mind come in all forms. Ja, ein gutes Beispiel dafür, dass Cleverness überall vorhanden sein kann, selbst wenn man es nicht erwartet.
Ah, I'm sorry. Isn't it a little warm in here? Which reminds me, we have a transfer student. Please introduce yourself, Shirogane. Ich habe sehr viel Angst, den zu sprechen und dabei nicht behindert zu klingen, aber ich versuch's. What is the point? I have no wish to speak with commoners. Do not think I'm here because I wish to be. Also ich mache Französisch in der Schule. Aber ich kann nicht Englisch auf Französisch artikuliert oder wie heißt das? Akzentuiert reden. Oh well, I guess that's that. Hey, that's no good. But he doesn't want to introduce himself. But we can't just let him break the rules like that, sir. The system will collapse and we'll all turn into kulaks and dissenters. Well, when you put it like that, could you at least say your name, Shirogane? Shirogane Lebel Sakuya. Das Bild passt sehr, sehr gut zu ihm. It seems this fantail is Shirogane Sakuya. His feathers will make anybody proud. He's pretty stuck up, but then transferring is never easy. I hope we can be friends. Naja. Sakuya sits down, glaring daggers at Ryuta and me. Ich glaube, das heißt, dass er quasi mit stechendem Blick auf uns schaut. I think this little bird is telling me there's going to be trouble down the line. Was heißt down the line? Unter der Gürtellinie? Lunch already. Today is slipping by so quickly. That reminds me, I've had these books out from the library all summer. I'll return them now. Und hier haben wir auch den Weg, den ich das letzte Mal gegangen bin. Where is everyone? Aside from the receptionist, there is hardly anybody here. Ich bin das letzte Mal im Weg mit der Bibliothek eingeschlagen, weil ich hieran sehr interessiert war. Vor allen Dingen auch wegen der Person hier. Huh? Is someone looking at me? Probably just my imagination. Or not? A mourning dove stands in a dark corner, staring in my direction. Mourning doves aren't very common in Japan, but apparently they're everywhere in America. Did you want something from me? He looked away. Not really. I'm pretty sure it was him who I felt looking at me. There's no one else here. Are you sure? Yes, I don't want anything with you. It's the things you're carrying that I'm interested in. He glances at the desk as if to say, hurry up and return them already. Also er möchte, dass ich die Bücher wieder zurückgebe, damit er sie sich ausleihen kann. Oh, sorry. They were a little too dense and I never finished them. Were you waiting for them all summer? He silently returns to his gaze to look to this book. Maybe he's in a bad mood? I'm Locke, Irby, a sophomore. Also, a sophomore? What about you? You're... Nageki. Fujishiro Nageki. Freshman. Ist das eine Vogelart? Die Vogelart Freshman klingt sehr seltsam. Schon allein dieses Aussehen. So richtig schüchtern, aber irgendwie cool. Deshalb war ich auch von ihm so angetan und habe das letzte Mal versucht, auf ihn zuzukommen. Fujishiro Nageki, huh? Mourning doves are pretty rare in Japan. Maybe it's just his voice, but he seems kind of sad. Leave me alone. He's reading his book again. Okay, sorry to bother you. I keep meeting depressing people today.
Now that I have that out of the way, I think I'll head back to class. Wait, isn't that... Ach nee, ich will nicht wieder Französisch reden. You should have been introduced, not to approach me in school. Come on, Sakuya, what kind of thing is that to say to your own brother? After all these years. My brother? You must be joking. You've never once been a brother to me. Please don't try to talk to me again. I've no time for half-breeds. I'll be going now. Hey, wait just a... I guess even if we're in the same school, now that what's done is done. Vielleicht gibt's mit denen ja auch irgendein Ending. I hadn't mean to eavesdrop, but I think I just overheard something juicy. The ever-popular trendsetter and ladies' man Sakazaki Yuya is Sakuya's brother? I wonder what the story behind that is. Hey! You heard that whole thing, right? Are you a friend of Sakuya's? I'm sorry. I didn't mean to listen on you. No, sweet. I tried to say sexy and suave in front of all you little ladies, but that there wasn't too cool. Ja, und jetzt noch die letzte Information, die vielleicht ein bisschen früher von mir hätte kommen können. Und zwar sind wir nicht männlich, sondern wir sind quasi mit einer der wenigen Darstellerinnen, die weiblich ist. Das heißt, es sind hier sehr viele Jungs an der Schule, zwischen denen wir uns entscheiden können, und sind quasi das Mädchen, das sich zwischen denen was aussucht. Naja. Also wir sind die Lady. This fantail pigeon is Sakazaki Yuya, an upperclassman. I've never talked to him before, but he's famous, or infamous, throughout the school. Everybody knows of him. You're Irby, right? How did you know? I know everybody here. Besides, you're the only human. A single poppy in a field of array. Did you say you were a friend of Sakuya's? Not exactly. We had a rather ballistic introduction this morning. We're in the same class, that's all. I'd never have thought that stuck-up aristocrat wannabe was your brother. Aristocrat wannabe. He's an aristocrat actually. The genuine article in the flesh. He is? He's a bit of a pain, so good luck, mon ami. Adieu. Deshalb halt dieses leicht französische, aber naja. He really is a noble bird. I've never heard anything like that about Yuya, though. Probably a twisty business. That's all for today. Stay safe, everyone. Yay! Huh? Sir, where's Ryota? Oder Ryota? He said he was going to the infirmary. Maybe you should go and see if he's still there. Now that I think about it, Ryota always did have a weak stomach, also hat einen schwachen Magen. I should go to the infirmary just to make sure he's okay. Excuse me? Nobody's here? There's no one sleeping behind the curtains, and the doctor isn't here either. My hunter-gatherer instincts feel no presence. There's nobody here. Ryota? No reply. The infirmary is empty. Weird. Did he go home already? I feel a little nervous poking around the empty room. Now that I think of it, I haven't been in here much before. Unlike Ryota, I'm perfectly healthy. Wow, they've got all kinds of drugs in here. Ethyl, Lucio, Benzene, keine Ahnung was das ist. What do these even do?
Care to find out? The doctor. I'll feed you all sorts of things if you want. No, thank you. Den finde ich bisher immer noch am psychoigsten. Selber mehr als Okasan oder Okosan. This partridge is Iwamin Shu, the school doctor. He's rather creepy in person and has a bad reputation among the students' body. Everybody knows that even just talking to him can bring you down with aspergillus, psittacosis or even worse things. And I never even heard him to come indoor. Ninja doctor? You don't look like you have a good reason to be in here. Did you need something? I heard Ryota Kawara from 2-3 was supposed to be here. Him? He's already gone. Oh. Why didn't he come to find me before going home? Sorry to bother you. I'll be going now. Ah, finally out of that den of evil. Nest des Bösen. Ryota's already gone home. What do I do now? Oh, I never got around to joining a club last year. Maybe I'll go take a look at some of my options. I think there are clubs for baseball, soccer, track, kendo, migration, bird watching. Wasn't there another one? Anyway, I'll start with the track team. I ran in middle school and it's always funny watching the birds hop around. I think their club room is on the ground floor, off to the side. A white dove is having a tantrum outside. Okay, jetzt wollen wir noch kurz zu Okosan kommen und danach muss ich die Folge auch schon beenden. Ich weiß, es sind noch keine 30 Minuten, aber hier geht schon einiges an Trubel los. Koko! This is no pudding for a man. Ko! Okosan rejects it. It's a lie. A vicious falsification. He's dancing around on a squished pudding. Hey, that's not very nice to the pudding. This is Okosan. Ich find's so geil. Die stellen einfach jeden als Menschen dar. Aber Okosan sieht genauso aus wie Okosan. Okay. He doesn't really look it, but supposedly he's a fantail pigeon. I think. Either way, it's a he's hyper, also hyperaktiv. Und ich glaube, er hat was gegen Pudding. Oh, Okosan has suffered a deception most vile. A wretched betrayal. Ich finde auch seine Sprache sehr schwer, also ich verstehe viele seiner Wörter, die er sagt, nicht. Betrayal? Cool. Okosan instructed that pudding be provided for new members. Cool. But this is no pudding. Ousted, scorned, betrayed. Dragged into the street and shot by those he trusted most. Okay, er übertreibt, ja. Er ist nicht nur seine Art ist hyperaktiv, auch seine Art zu reden. It's squished and filthy, but the thing under his feet looks like normal store-bought pudding. What's wrong with it? Coco! Spare the jests, young lady. Okosan used wing attack. Nice. Ko! They'll rue the day they crossed Okosan. He'll have them flayed, hanged, shot at dawn. He will. Ko! Okosan must now train to achieve true pudding. Farewell. And he's gone. He's a good runner, but what does pudding have to do with the track team? And so ended the first day of my second semester at St. Pigeonations. Okay, das ist der perfekte Moment, um aufzuhören. Wenn ich jetzt S drücke, kann ich einfach saven. Und ich würde sagen, ich überspeichere das auch mal. And so ended... Oh ja, okay. Hiermit könnte ich dann halt so schnell überspringen, immer bis die nächste Handlung kommt, die ich selber machen kann. So. Damit hoffe ich, dass das Spiel mich mit einer Lautstärke von 2
bei meiner von 15 mich nicht übertönen konnte und hoffe, dass dieses Spiel eventuell gut bei euch ankommt. Also, es ist nicht jedermanns Geschmack, einfach weil es zum Großteil nur zuhören ist. Es passiert halt nicht so viel. Es ist halt eine Geschichte, die in verschiedene Arten entweichen kann. Und ich muss sagen, ich mag das sehr, also diese Story-Art und alles. Schon allein der Gedanke. Kommt schon. Kommt schon. Okay. Deswegen danke fürs Zusehen und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Außer das Spiel hat euch abgeschreckt. Vielleicht seid ihr schon lange weg, bevor ihr das hier hört, also ja. Tschüss.